Werden wir gleich sehen. Hi. Genau. Ich bin auch da. So, Premiere in 16 Sekunden. Premiere startet gleich. Dann schauen wir mal, ob da von AMD auch gleich was kommt. Und ich hoffe vor allem, dass wir den Desktop-Sound auch hören können. Zum Beispiel Desktop-Sound. Der müsste jetzt mal hören. Was ich für ein Objektiv benutze, also hier auf der Kamera habe ich gar keine Ahnung, das ist eine Sony-Kamera und später weiß ich es auch noch nicht genau. Also ich habe eine Sony Alpha 3S oder wie auch immer die heißt, habe ich bestellt, die für 4.200 €. Absoluter Schnapper. Genau. Welche? Ja, bin da. Thank you for the donation, Nori, and I will give shout out to Sheik when she's awake. Nicht schon, er spricht auch manchmal Englisch. Ja, denn man sieht den Rand vom Monitor, also ja, ich bin echt Amateur, weil mit diesem ganzen Streaming und OBS-Kram und sowas, es tut mir wirklich leid, ja, ich werde versuchen, das alles in Zukunft noch ein bisschen besser einzustellen, aber ich habe tatsächlich meine Taskleiste abgeschnitten und mein Oberteil vom Browserfenster, deswegen sieht es jetzt alles so ein bisschen komisch aus. Es ist nicht so, dass ich meine Facecam zu tief habe, sondern da ist halt einfach so ein schwarzer Rand. Ja, ich habe leider keine wirklich eine Ahnung davon. Aber das kriegen wir alles hin. Solange ihr das jetzt erstmal sehen könnt, ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall nachher die Donations auch noch vorlesen und nochmal drauf eingehen. So, Premiere startet gleich. Was ist los bei AMD? Was ist da los? Für mich ist es gut. Ja, was mich auch wundert, was im AMD-Chat ganz häufig gefragt wurde, ist, ob das Ganze eigentlich ein Pre-Recording ist oder ein wirklicher Livestream. Ich vermute mal, dass es ein Pre-Recording ist, genauso wie es bei Nvidia zum Beispiel der Fall ist. Aha. Das heißt, jetzt hören wir ja schon mal den Ton. Schön. Oha. Topgatman, ich danke dir. Krass. Vielen, vielen Dank für deine Donation. Egal. Ich habe ja schon gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, ich livestreame ja eigentlich nie. Ich livestreame, keine Ahnung, zweimal im Jahr. Das ist das erste Mal, dass ich livestreame von hier. Viel zu laut? Viel zu laut? Okay. Finde ich nicht. Sorry. Das sagt mir wieder, ob es so besser ist. Wie gesagt, ich bin ein richtiger Hardcore-Livestream-Amateur. Deswegen, wenn ich so manchmal noch so ein bisschen überfordert bin, dann ja. Seid nicht so hart zu mir. Ist es immer noch zu laut? Perfekt. So vielleicht? Okay. Wir lassen es jetzt erstmal so. Und wenn es dann immer noch lauter bitte. vielen Dank. Topgatman, was geht bei dir ab? Krass, vielen Dank für die Donations. Heftig. Ich danke dir. Facecam kleiner, das kriegen wir noch hin. Hey, nein, aus! So. Facecam kleiner? Ja. Aber jetzt kann ich sogar das hier mal probieren. Machen wir hier ein bisschen kleiner. So. Schauen wir doch mal. Jo. Ich muss mich anpassen, nicht du. Okay, diese Präsentation beinhaltet Statements, die auf zukünftige Sachen hinweisen, Verfügbarkeit, Erwartungen, bla 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 bla. Also wenn ich das mal so kurz überfliege, dann bedeutet das, was wir hier sehen, sie versprechen nichts. Okay. Zen turned out to be a grounds-up design, which doesn't come along very often. In the life of an engineer, you get to build something this significant once, twice, if you're lucky, 3 times in your life. AMD enables the engineers to go off and innovate and to bring to market what it is that they dream about. I'm extremely pleased to show you for the first time the name of our new CPU. Now it's time for you to see Ryzen in action. We wanted to disrupt the PC market. We wanted to bring innovation, choice, and performance to as many people as possible. In high-performance PCs, it was about delivering more performance at every single price point.
Ryzen Threadripper acknowledges that there are people who want to create and game on the same PC and need the scalability and need the performance to do that, and that's what's really exciting about the Ryzen-Generation und AMD Threadripper-Generation. Commitment to our customers that we would deliver to the roadmap that we set out, and momentum is now on our side. The anticipation around 3rd Gen Ryzen is really impressive. Meet the world's first 16-core gaming processor. Now, in 2019, 3rd Gen Ryzen is it. What we did in Zen was push well beyond what we thought we could do. It makes me so proud to be able to look back and say that I was part of that. Our mission with Ryzen has always been clear. It's about making the right bets 3 to 5 years in advance and making sure that they come to fruition. Our goal is to give you the best. Ja, bin gespannt. Welcome everyone. Big welcome to all of you, and thank you all for joining us today. I've been looking forward to this moment all year, and I know many of you have too. It's been a challenging year for everyone as we've navigated the COVID-19 pandemic globally. But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really are. From work, to school, to gaming, to entertainment, the PC is now the computing platform of choice in 2020. And I'm really excited to show you today what we have been working on for the next-gen PC platforms, and especially for all of you gamers. Now, it's already been an incredible year for gamers. There's so much excitement around the next-gen consoles. We are so proud to power the new Sony PlayStation 5 with a high-performance custom chip featuring our AMD Ryzen CPU and AMD Radeon GPU technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new Microsoft Xbox Series X and Series S consoles, again, featuring our high-performance Ryzen and Radeon technologies. These consoles are bringing just incredible technology to gamers all over the world, and are really a result of just deep engineering partnerships over many, many years with both Sony and Microsoft. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking about PCs or consoles or cloud gaming and mobile. AMD loves gaming, and we like to say gaming begins with AMD. So today, we're going to talk specifically about our next-gen PC gaming platform. So let's talk a little bit about Ryzen. Now, you guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017. And we actually had one goal. It was to build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts so that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook? And we've made great, great progress. We started with Ryzen and desktops, and then we introduced Ryzen Threadripper and high-end desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series. I think it's safe to say that AMD loves the PC, and I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop for a few minutes. The progress we have made over the last few years has been really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on sort of an incremental performance slope for the last many years. Now, over the past 3 years, we've significantly changed that trajectory and really completely reset expectations as we've gone from first gen Ryzen to second gen, now to third gen Ryzen. We were the first to launch a 7nm desktop processor, and today, third gen Ryzen leads in so many areas. We're the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms of power efficiency, and third gen Ryzen is an absolutely great gaming processor. But as you know, we're really ambitious. So our work with Ryzen is never done. Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? Thanks, Steve. So today, we're here to talk about our brand new CPU core. You've all been waiting for it. It's all about Zen 3. And with Zen 3, we focused again on bringing the best to the PC market.
I'm so proud of what we've accomplished. Zen 3 increases our lead in overall performance. It increases our lead in power efficiency. And also now, it delivers the best single-threaded performance and gaming performance as well. We've made massive changes in the core architecture, and I'm sure all of you want to know what's inside Zen 3. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. Mark? Hoffen wir mal, dass das von Papermaster kein Paper Launch wird. Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. It's been quite a journey. We set a course over 5 years ago to design a family of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel, with designers leapfrogging from one generation to another. This has resulted in consistent delivery to the market as promised. I could not be more proud than to help unveil our 3rd generation of Zen Core debuting in Ryzen desktops this fall. It is a beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 52% improvement in instruction per clock in a single generation. It built a strong base for us to build upon as we developed the Zen family. Last year, Zen 2 brought double-digit % increase in instruction per clock and debuted 7 nanometer in chiplet technology. That 7 nanometer efficiency enabled leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allowed us ease of manufacturing with the small 7 nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow, what a great job by the design team to improve every aspect of the CPU, delivering leadership performance in that same 7 nanometer node. Higher frequency, higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components. Die Frage ist, wie viel mehr es hat, wie viel mehr IPC, das ist die große Frage. Dass es noch 7 Nanometer ist, das war uns ja eigentlich allen schon klar. That brings all the cores onto a unified 8-core complex, and that accelerates core-to-core communication. That's especially helpful for gaming workloads. That consolidation actually allows every core 19% Performance Uplift, doppelte Menge Level 3 Cache, immer noch 8 Kerne pro Chip. Like gaming. And finally, significant changes throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top 19%, also wenn das in allen Anwendungen ist. Zen 2. Ist die Frage, in welcher Anwendung das gemessen wurde. Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible. Ich hab grad keinen Ton. Than to help unveil our the 32 megabytes of L3 doppelte Menge Level 3 Cache, immer noch 8 Kerne pro Chip. Latency sensitive, like gaming. And finally, significant changes throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top. 19%, also wenn das in allen Anwendungen ist natürlich echt eine harte Nummer. Ist die Frage, in welcher Anwendung das gemessen wurde. Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. We've added more branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations keep Zen 3 ahead of the industry norm on generational improvements and position Zen 3-based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering never has one single bullet. It takes focused microprocessor engineering. It's a broad set of improvements that are needed to make a great architecture. It takes innovation on all of the key levers.
Zen 3 is a total front-to-back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance. Also Cache ist gar nicht so ein großer Einfluss bei den CPUs für IPC. Load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with 2 4-core cache complexes, and it was tightly integrated. Das ist wirklich interessant. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified cache core complex, that we brought that direct access to 32 megabytes of L3 cache rather than the 16 megabytes that we have with Zen 2. That direct access to a cache pool of this size is very significant for gaming. They tend to make frequent use, of course, of the memory subsystem, and in fact, many games have a dominant thread, and that makes a Ihr hört das jetzt nicht gerade, ich weiß. So every core can now communicate directly to the cache without traversing. Also die doppelte Cache-Größe ist rein technisch nicht korrekt, sondern jeder Cache hat. Ich bin schon auf die maximale Lautstärke, die ich in OBS habe. Zugriff auf mehr Cache. Das ist nicht schön, was ich, ja. Nee. Also jeder Core kann auf mehr Cache zugreifen, weil jeder Kern auf 32 MB zugreifen kann und nicht auf 16. Ja. We're always honing our design methodologies to focus on performance per watt, even as we make the processors faster. Zen 3 is no different, delivering up to 24% improvement in power efficiency versus the prior generation. That's double-digit performance per watt uplift in the same process node. And that's on top of all the architectural changes that we drove in. Audio war nicht richtig drin beim Mainboard. Ja, moin. Okay. Ihr habt gar keinen Ton gehabt. Is shipping in promise, and the 5nm Zen 4 on track in design. The AMD team is hitting on all cylinders, and there's no shortage of innovations for the next generation of Zen processors to keep AMD in the forefront and deliver the best compute experience. Okay, 5nm on track, also es soll nicht delayed sein. Wobei das natürlich eher TSMC geschuldet ist, muss man ganz klar sagen. Ja, das sah schon mal sehr interessant aus. Thank you, Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. So now let's see Zen 3 in action. I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high-performance PCs. The world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product. Okay, 4,8 the ultimate enthusiast processor. Compared to the 3900 XT, the 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. This makes Ryzen 5900X a big upgrade from 3rd gen Ryzen all around, but especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Halleck to show you the 5900X in action. Okay, in action. Ich bin gespannt, ob wir wirklich irgendwie Cinebench sehen oder sowas. Hey everyone, let me give you a sense of just how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900 XT. To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love, and a game reviewers often look at to judge CPU performance. We're going to run the built-in benchmark here at 1080p using the high image quality preset on 2 otherwise identical systems. You can see a whopping 28% increase just by moving from the 39XT to the 5900X in Shadow of the Tomb Raider.
And as you will soon see, the performance from the 5900X is faster than the competing processors as well. Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change is a massive upgrade. But that's what AMD customers, like me, can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3 Gaming Benchmarks wie üblich, 1080p Auflösung, ist halt immer so ein bisschen, unified cores and unified cache pools. Now, as we zoom out to look at a wider set of games, you can see that the 28% uplift in Shadow of the Tomb Raider is joined by many titles with significant double-digit performance improvements. The gains are even bigger in titles like CSGO and League of Legends, where the highest possible frame rate is practically the #1 priority to be competitive. Overall, gamers upgrading from the Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 das heißt, ich soll mich trotzdem noch lauter stellen? an average performance improvement das ist schon sehr laut, was ich aktuell habe. 26%. Leiser mache ich das nicht beim anderen. Again, this is just a monumental performance jump for an in-socket upgrade in the same motherboard, and a true testament. Also 26% schneller im Schnitt. Der 5900 XT versus den 3900 XT, wobei man dann hier natürlich sagen muss, das ist alles 1080p. Und wenn man dann keine 3000, ne RTX 3090 hat, there are many ways to assess single-thread performance, but Cinebench is a fast and easy tool that you can run at home, and it's one of the 25 workloads that we used to calculate the 19% improvement for Zen 3's instructions per cycle. As you can see, the 5900X is the first desktop processor to ever break a 600 score. We don't break it by a little, we break it by a lot. 631. 631. We at AMD heard you loud and clear as you challenged us to continue investing in single-core performance, and the results. Also die Marketingzahlen gerade eben bei den Gaming, das hat mich beeindruckt, aber 631 Punkte im cores and cache give AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take that landmark core performance into a head-to-head battle. Across the same set of games you just saw, the AMD Ryzen 9 5900X. Okay, jetzt 1080p, 10900K versus 5900X. As I promised you, AMD wins in Shadow of the Tomb Raider by +6, and is joined by many other games popular with reviewers and users like you. League of Legends and CSGO are once again standout victories for the Ryzen 9 5900X. So that was a lot of data very quickly. Let's take a step back. Let's recap. You saw an average uplift of 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single-core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. I will put it plainly. We know that you're going to wait for benchmarks, but customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring Lisa back up to give you more details on these awesome gaming processors. Ja, bitte den Vergleich. Thanks, Robert. That was fantastic. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. Now let's look at the stack. In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the 5800X, an 8-core, 16-thread processor with boost frequencies up to 4.7 GHz at 105 watts. And we also have the 5600X, a 6-core, 12-thread CPU with boost frequencies up to 4.6 GHz at 65 watts. Now let's talk about price and availability. The 6-core 5600X is $299. The 8-core 5800X is $449. Okay, pricing. And the amazing 5900X, combining the leadership performance and power efficiency of Zen 3 in a 12-core 7nm design, is priced at $549. Okay, da gucke ich gerade mal auf die. And all of these will be available globally on November 5th. Okay, 5. November ist also Veröffentlichung. But you know we're not done. Das heißt, we love our enthusiasts, and there's one more processor in our stack, which is the ultimate processor for gaming and content creation. Der 559X? Wo ist er?
For those of you who want the very best processor in a desktop PC, we have the 16-core Ryzen 9 5950X. The 5950X is simply an amazing CPU. 16 cores, 32 threads, and our fastest processor with boost frequencies up to 4.9 gigahertz. The 5950X breaks the Cinebench R20 single-threaded record that Robert set just a few minutes ago with a score of 640. It is truly the best in class in every dimension. Best gaming performance meets best processor for content creation, 20, das ist and all für of this Intel eine still at ganz harte 105 Nummer. watts. Ja. Now let's take a look at some of the performance. If we look at the generational uplift from the 3950X to the 5950X, we see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in rendering workloads. More impressively, we see up to 29% more gaming performance. And this is really how we bring the best of both worlds together. The best for gamers and the best for creators. And now, if you put 5950X against the top of the stack for the competition, we see that the 5950X provides up to 59% more creative performance in rendering workloads. Ja, gut, okay. Double-digit wins Ja, in video 550 editing Hits and gegen software 10.900K zu vergleichen in we also ja, win in Multithreading lightly ist threaded halt CAD workloads klar, as well. 10 Kerner versus 16 Kerner We're hast du nie eine really Chance. proud of the fact that we also win in gaming. There's nothing like the 5950X in the world. One processor that delivers the best power efficiency, Weißt our du, ab highest jetzt clock entscheidet speeds, wirklich der the Preis. highest single core performance in the industry, and the highest multi-core Weil wenn performance der of Preis any gaming sehr processor. günstig ist, And it's priced dann at hat $799 automatisch and Intel will verloren. also be available globally on Okay. November Aha, 5th. also da kommt auch schon I am hope 5. you're now November as für excited about AMD 799. Ryzen Okay. 5000 series as I am. Wie viel kostet der Intel? Zen 3 is really amazing, and I'm so happy we could show it to you today. Intel But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series, but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity Grafikkarten. about Wie sieht's our aus? Radeon lineup as Wie well. sieht's aus, So the Grafikkarten? next Ich möchte jetzt erstmal wissen, mit was haben die das gemessen? Mit welchem? 1009, halt den neuen Kerner. Wir sind komplett fair. 10.900K, ja. AMD ist ein bisschen teurer. Intel ist dafür ein bisschen günstiger und nur so ein paar Prozent schwächer. Dafür natürlich im Schnitt, wenn man rendert, ist es natürlich besser. Ist es ja klar. Ryzen 5000 series as I am. Zen 3 is really amazing, and I'm so happy we could show it to you today. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our Ryzen 5000 series, we're also going to introduce our next-gen Radeon GPU, and I want to give you a small preview of that today. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. Cool, dass sie den Namen übernommen haben. Absolutely gorgeous, and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. We got a lot of requests from our fans on social, and I heard a whole conversation on the Full Nerd last week about wanting to see Zen 3 and Big Navi in action. So today, I'm going to show you a preview of what you can expect from AMD Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000 series. We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 Also ich glaube halt leider nicht, dass wir bei den 6000 Grafikkarten was sehen, was ein 3900 schlagen kann, aber ich bin... which is a very popular Ja. AAA title running at 4K resolution Ich will on the sehen. Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. Hey, wo hab ich jetzt die In Performance addition to gesehen? Borderlands 3, Oder hab ich's verpasst? here's a bit more of a performance preview on Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. And again, what you see is tremendous 4K performance across the board. Die We still 3000 have a few wäre weeks schon until da launch, and the team is deutlich working besser. really hard on fine-tuning things.
But I hope you're as excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's been so much fun spending time with you. Okay. We have a lot more to show you later this month. So join us again on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series. And make sure you mark your calendar for November 5th to find Ryzen 5000 series on shelf also, das ist ein kurzer Teaser zur Grafikkarte. Take care and see you soon. Ja, krass, okay. Die Grafikkarten kommen direkt schon diesen Monat raus. So, dann machen wir den Stream ein bisschen leiser. Jetzt ist die Frage, ob wir da noch drauf zugreifen können. Ja, wunderbar, können wir. Am 28. Ich würde sagen, wir spulen mal kurz so ein paar Sachen zurück und schauen uns die an, wenn das noch funktioniert. Hoffe ich mal. Komm schon. Lass mich nicht hängen, YouTube. Okay. Kommt dann schon die Prozessor. Aber wäre okay, zu den Grafikern. Ich schau mal, ob ich das gleich noch hier abrufen kann. Oder ob der Stream quasi nicht funktioniert. Ansonsten schauen wir mal, werden die Slides bestimmt auch gleich bei irgendeiner anderen Website verfügbar sein. Also, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir bei den neuen CPUs gesehen haben. Ich bin gespannt. Es war relativ krass. Alle CPUs immer noch 105 Watt TDP. Also wie die bisherigen AMD Ryzen CPUs. Ich werde mir einfach nur die AMD spricht von einer Verdopplung des Caches, was ich technisch gesehen für fragwürdig halte. Weil natürlich innerhalb der CCX, eigentlich wollte ich diese Slide gerade aufrufen, aber es lässt mich nicht. Innerhalb der CCX ist es natürlich so, dass wir 8 Kerne haben. Innerhalb der CCD, also innerhalb des Chips. Und da haben wir ja 2 CCXs drin mit jeweils 4 Kernen. Und da ist jetzt halt die Frage, ob man das so einfach sagen kann, dass man 32 MB Cache hat, wo man vorher 2x16 MB hatte. Das ist ein bisschen schwierig, das werden wir mal sehen. Aber ansonsten pricing-technisch sehr, sehr interessant. Was ich sehr geil finde, ist der 559X, der 16-Kerner, ist auch direkt zum Launch verfügbar, was auch erklärt, warum meiner schon auf dem Weg zu mir ist. Jetzt kann ich das zumindest mal sagen. Ich kann meinen eigenen Stream zurückspulen, sagt jemand. Das ist natürlich interessant. Kann ich meinen eigenen Stream zurückspulen? Ich glaube, den habe ich gar nicht offen. Das ist natürlich super. Wow, du bist so ich lade mal die Seite und dann schauen wir mal, ob das funktioniert, ob wir da noch drauf zugreifen können. Weil eigentlich müssen, ja, können wir, okay, perfekt. So, genau, hier haben wir dieses Slide. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Und zwar auf der linken Seite seht ihr ja das Zen 2 Layout. Da haben wir insgesamt eben 8 Kerne drin. Also wir haben oben die eine CCX mit 4 Kernen und 16 MB Cache. Und unten haben wir nochmal 4 Kerne, 16 MB Cache. So, Zen 3. Jetzt mal ein bisschen vorspulen. Oder uns das einfach nochmal anschauen ohne Ton. Hier auf der rechten Seite Zen 3, da sehen wir immer noch, die Anzahl der Kerne pro CCD ist gleich. Das heißt, auch pro CCX sind die Anzahl der Kerne gleich. Das ist gleich geblieben, nur der Teil in der Mitte. Genau, das sehen wir jetzt hier. Da seht ihr, links hatten wir 2x16 MB Cache. Das heißt, die linken, also die oberen 4 Kerne konnten auf 16 MB Cache zugreifen und die unteren 4 Kerne konnten auf 16 MB Cache zugreifen. Und jetzt können eben alle Kerne jeweils auf 32 MB Cache zugreifen. Das heißt, jeder Kern kann gerade, wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt mehr Cache zum Arbeiten, kann er sich das holen. Jetzt aber von einer Cache-Verdoppelung zu sprechen, ist, glaube ich, schwierig. Also würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, man sagt 32 MB auf 8 Kerne, wo vorher 16 MB auf 4 Kerne waren. Ja, genau so kann man das sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir aber nochmal zu den Leistungsdaten. Das war auch sehr, sehr interessant. Also 5900X, beziehungsweise wir können mal zu der Slide vorspulen. Wo waren denn die einzelnen CPUs? Wo haben wir die denn? So, ja, da. So, hier haben wir nochmal die Übersicht von den einzelnen CPUs. Jetzt steht da ja dran, der 5900X, 12 Kerne, 24 Threads, 3,7 GHz Basistakt, 4,8 GHz Boost. Bei den 4,8 GHz Boost müssen wir uns jetzt natürlich darüber im Klaren sein, dass wir beim Boost wahrscheinlich wieder über den Single-Core-Boost sprechen. Also so wie es bei
den vorherigen CPUs auch schon war, dass wir über den Single-Core-Boost sprechen. Dementsprechend ist auch der Score beim Cinebench so hoch. Also wenn ihr den aktuellen Ryzen 3950 nehmt oder sowas und taktet dann auf 5 GHz, kommt er wahrscheinlich auf einen ähnlichen Score. Das heißt, da sieht man, IPC ist schon krass gestiegen. Score 630 Punkte ist wirklich, wirklich heftig. Hätte ich nicht erwartet, dass wir da über 600 Punkte sehen. Und ich glaube auch, dass das jetzt für Intel tatsächlich schwierig werden könnte, weil bisher war es ja immer so, ihr habt den 10900K, der hat immer noch seine Daseinsberechtigung, weil schnellste CPU im Gaming ist vielleicht nicht die effizienteste, hat hohe Leistungsaufnahme, aber war die schnellste CPU im Gaming. Ich sage jetzt mal schon mal war, weil das, wenn das so ist, wie AMD das in der Präsentation so ein bisschen darstellt, was schon realistisch sein könnte, dann ist das auf jeden Fall hart. Also Effizienz wurde gesprochen, 2,8-fache Effizienz gegenüber dem 10.900K. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Das war irgendwo im Hintergrund mal kurz zu sehen. Das ist natürlich schon richtig, richtig übel. Ja, 5700X fehlt, schreiben viele. Da ist halt die Frage, gibt es einen 5700X? Weil der 3700X und 3800X, da war der 3800X eigentlich eine CPU, die war eigentlich unnötig. Und vielleicht hat man jetzt einfach quasi die CPU weggelassen, die niedrigere, also quasi den 5700X und hat dann nur den 5800X. Könnte ich mir gut vorstellen. Pricing sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir hatten beim 5900X, da können wir auch nochmal schauen, ob wir die Pricings hier haben. Genau. 5600X 300 US-Dollar, 5800X 450 US-Dollar, 5900X 550 US-Dollar. Ja. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Für uns im deutschen Markt kann man ja heutzutage sagen, dass der Preis ungefähr ähnlich sein wird in Euro. Einfach nur, weil US-Dollar, Wechselkurs plus dann eben Importzoll, Versand hierher zu uns nach Deutschland und so weiter. Würde ich schon sagen, die Preise werden ähnlich sein. Und wenn die Leistung so ist, wie AMD das angekündigt hat, dann ist das schon krass. Dann wollte ich mich übrigens nochmal bei Cram87 bedanken für deine 50 Schweizer Franken. Die Donation kam vorhin während dem Livestream, deswegen wollte ich die während dem Livestream nicht vorlesen, aber ich danke dir auf jeden Fall dafür. Jetzt schon wieder so gesehen. Okay, was hatten wir denn noch im Stream? So, dann gehen wir nochmal zum Cinebench. Das fand ich auf jeden Fall krass. So gesehen, angekündigt worden ist jetzt. Wo hatten wir das? Und der hat dann 640. Letztendlich das Ganze ein bisschen nicht alltagsstabil und mit etwas heftiger Wasserkühlung. Gucken, damit war das möglich, aber auch nicht All-Core OC, bevor jetzt gleich wieder alle Leute ausflippen. Den Zahn würde ich euch auch direkt mal ziehen. Ich glaube nicht, dass wir All-Core OC über 5 GHz bei diesen CPUs sehen werden. Wenn wir jetzt mal so anschauen, Single-Core-Boost 4.8, 4.9, das ist krass. Aber überlegt mal, wie war es beim 3800X, beim 3950X. Man hat All-Core einfach keine Chance, den Boost-Takt zu erreichen. Ähnlich wird es bei den CPUs auch sein. Man hat dann auf jeden Fall einen höheren All-Core OC, den wir erreichen können, aber ja, also ich glaube nicht, dass wir 5 GHz irgendwie alltagsstabil sehen, außer vielleicht bei einer absolut goldenen CPU, aber das wird im Boost vielleicht bei der einen oder anderen CPU möglich sein, aber nicht Multicore. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber es scheint ja auch so, als wäre es nicht notwendig. Dann werde ich auf einem X570 ein BIOS-Update brauchen. Das ist boardabhängig. Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil es bei AMD der Markt einfach so krass ist. Es gibt so viele Mainboards mit so vielen Chipsätzen. Ja. Das musst du ganz individuell bei deinem Mainboard nachschauen, ab welcher BIOS-Version wird welche CPU unterstützt. Also da kann ich nur sagen, informiert euch da genau vorher, bevor ihr irgendwelchen Upgrade macht oder sowas. Schaut bei eurem individuellen Board-Hersteller nach, bei eurem Modell, ob ihr da upgraden könnt. Ansonsten braucht ihr vielleicht eine andere CPU erstmal zwischendurch. Roman, welche CPU würdest du jetzt empfehlen für Gaming und Bildbearbeitung bis 450 €? i9 10850K oder neuer Ryzen? Also das ist jetzt halt so eine Zeit, ne? Also wenn wir jetzt gerade so eine Präsentation hier gesehen haben und wissen, okay, die Leistung ist schon relativ krass, ja, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt direkt so eine Empfehlung aussprechen würde, weil jetzt wissen wir, okay, wir müssen noch 4 Wochen warten und dann haben wir die neuen CPUs. Dankop, hey Daniel, Grüße gehen raus in den Süden. Ja, schön, dass du dabei bist. Haben die was zu F-Clock gesagt? Fragt Dankop.
soweit ich weiß, soweit ich bisher gehört habe, gibt es RAM-technisch und F-Clock-technisch keine Änderungen bei Zen 3. Das ist alles wie vorher. Also vermute ich mal, dass das ganze RAM-Thema immer noch so bei 3600 bis maximal 3800 MHz immer noch der Sweet Spot sein wird. Also soweit ich weiß, gibt es da keine großen Änderungen. Kommen neue Mainboards mit neuem Chipsatz. Soweit ich weiß, gibt es erstmal keine Chipsätze. Das war ja auch von AMD eigentlich so kommuniziert beim B550 Launch, dass es erstmal keine neuen Chipsätze, keine neuen Mainboards geben wird, weil B550 und X570 können eigentlich alle das, was wir brauchen. Deswegen brauchen wir aktuell eigentlich keine neuen Chipsätze und auch keine neuen Boards, weil auch die vorhandenen Boards von den Spannungswandern, von den Features her so gut sind, dass ich nicht denke, dass wir da was Neues brauchen werden. Wie gesagt, es gibt ein paar Refresh-Boards, was wir uns am Anfang vom Stream schon angeschaut haben, mit dem Asus-Board. Genau. Eine andere Frage habe ich jedoch. Was ist leistungstechnisch besser? Eine 3090 oder zwei 2080 Ti's? Danke erstmal für deine Donation. Ich persönlich würde die 3090 vorziehen, einfach nur wegen SLI, weil das in vielen Spielen Probleme macht, in manchen Spielen gar nicht funktioniert. Deswegen, ich würde immer zur Single-GPU raten in diesem Fall. Auf jeden Fall die 3090 würde ich vorziehen. Meinst du, es wird OC nur per CCD möglich sein oder per Core? Soweit ich weiß, war OC immer noch nur per CCD möglich. Also das, was mir bisher so kommuniziert wurde, aber jetzt auch verraten, war OC nur per CCD. Per Core, rein theoretisch ist es vielleicht möglich, aber soweit ich weiß, erstmal nicht. Also soweit ich weiß, erstmal nur per CCD. Gibt es schon RGB auf den Prozessoren? Zum Glück nicht. Wow. Genau, beim Ryzen 9 5900X waren 70 MB Cache angegeben. Ja, das habe ich auch gesehen. Das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gewundert. Da spule ich vielleicht noch mal kurz hin. Schauen wir noch mal was an. Bildschirmwechsel. Das jetzt hat mich auch etwas irritiert, muss ich sagen. Also es ist ja so, dass ich müsste jetzt nachschauen, aber ein Ryzen 3700X, der hatte doch 32 MB Cache, wenn ich mich jetzt nicht richtig... Also ich glaube, 32 MB Cache hatten wir beim 3700X, 3800X. Wenn da jetzt beim 5800X 70 MB standen, dann wird mich das wundern, oder was beim 5900. Ich schaue nach. Man hört Mary tippen im Hintergrund. Ja, Mary versucht ja dann so ein bisschen eure Fragen rauszufiltern und schickt die mir dann rüber. Ansonsten ist das alles ein bisschen schwierig, das mal einzufangen. Okay, ich habe nochmal die Cache gefunden. So. Die Cache-Geschichte, genau. Da seht ihr jetzt hier nochmal die Übersicht. Die Cache-Angabe ist im Prinzip die gleiche wie vorher. Das, was hier angegeben wird, ist ja der Gesamtcache. Das, worüber wir gerade am Anfang gesprochen haben, war der Level 3 Cache. Also beim 3800X waren es vorher 32 MB Level 3 Cache plus dann eben Level 2 und Level 1 Cache. Dann kommt man eben auf die jetzt immer noch gleich 36 MB. Und das gleiche beim 5900X, der eben zweimal 32 MB Level 3 Cache hat. Also die Cache-Gesamtgröße ist gleich, die ist auch bei der CPU immer noch gleich angegeben. Das war nur bei diesem komischen einen Ding so. Vielen Dank für die Frage. Warum hast du eigentlich so eine hohe Stirn? Triggert mich jedes Mal ein Tick. Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde mal beim Gen-Glücksspiel anrufen und fragen, was da passiert ist bei meiner Geburt. Das kann ich ja leider auch nicht sagen. Wow. Genau. Schöner List. Meinst du, man kann jetzt noch getrost zu einem 3700X greifen oder sollte man 5600X warten? Der Punkt ist, wenn du jetzt überlegst zu upgraden, dann würde ich an deiner Stelle jetzt noch kurz warten. Weil jetzt sind es noch 4 Wochen bis zum neuen Launch. Dann kannst du entweder eine neue CPU nehmen oder du spekulierst drauf, dass die alten CPUs im Preis fallen und holst dir die alte. Weil man muss ja auch sagen, je nachdem, was ihr zockt, wenn ihr einen 3900X habt oder 350X,
die CPU ist immer noch top. Gerade im 4K-Gaming sieht man da halt nicht den Unterschied. Das ist ja eben so ein bisschen der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte von dem, was wir jetzt alles gesehen haben. Man muss ja sagen, dass bei den meisten Gaming... Ich werde aber jetzt aufhören mal und würde damit sagen, gebt den Daumen nach oben, abonniert oder meinen Kanal, guckt bei dem der Bauer weiterhin vorbei. Ich schicke euch mal den Link im Chat. Und viel Spaß und bye!